Frau Antoniazzi, als junge Frau hatten Sie einen schweren Autounfall und nachfolgend dann eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Das war der 20. März 1994. Mein damaliger Freund und ich wollten uns an der Autobahnraststätte etwas holen. Das war sein Auto und er hatte die Nacht zuvor noch Medikamente genommen. Da habe ich ihm gesagt, komm, gib mir die Autoschlüssel, ich fahre. Dann fuhren wir los und von da an weiß ich nichts mehr. Ich erzähle es einfach so aus den Erzählungen heraus. Wir verließen die Autobahn und fuhren auf einer geraden Strecke, eine Zubringerstrecke, wo man 90 oder 100 Stundenkilometer fahren durfte damals. Es war eine gerade Strecke. Dann kam plötzlich, es war auch Gegenverkehr, da kam plötzlich aus dem Nichts ein Auto, das mit 100 Stundenkilometer. Diese Frau wollte das vorhergehende Auto überholen, sah, dass ich kam, schwenkte zurück und krachte dann voll auf meiner Seite frontal hinein. Und wie schon erwähnt, ich weiß von diesem Unfall eigentlich nichts mehr. Ich spürte nur einen Ruck und ich war plötzlich draußen in einer grauen Zone und ich hatte alles vergessen. Also ich wusste nicht, wer ich war, Familie, alles. Es war einfach nur grau, still und eine Leere. Also es ist ein Schwebezustand. Und dann hatte ich wirklich ein wunderbares Gefühl von Freiheit, keine Gedanken, einfach frei und doch wie aufgehoben. Aber ich spürte meinen Körper nicht. Und dann überkam mich so eine große Liebe. Das war einfach wunderbar. Das fühlte sich wirklich an, keine Bedingungen, nichts. Man war einfach frei, man wurde geliebt, man hatte einen Halt und doch ist man irgendwie in einem Schwebezustand. Und das war wirklich wie nach Hause kommen. Hatten Sie in diesem Zustand irgendetwas gesehen oder gehört? Wie schon gesagt, es war einfach um mich herum grau, so neblig. Und diese Freiheit und doch aufgehoben zu sein, das war wunderbar. Ich schaute mal kurz zurück und sah dort ein Auto von weitem, aber ich konnte irgendwie nichts damit anfangen. Es gab für mich keinen Sinn, aber ich schaute zurück und dann war plötzlich alles weg. Und in der Zwischenzeit war die Rega da, so ein Helikopternotfall und Krankenwagen und eigentlich war da recht viel los. Nur ich bekam da nichts mit, weil in diesem Zustand hörte ich, es war eine Stille um mich herum, eine Ruhe, es war einfach unglaublich. Ich erwachte dann in der Intensivstation, habe ich natürlich gefragt, wo ich bin, was da los sei. Und die Ärzte waren rundherum und haben gesagt, ja, sie hatten einen schweren Unfall und wir wussten nicht, wie schwer die Verletzungen waren und sie waren lange auch bewusstlos. Und ich, okay, dann schlief ich wieder ein. Zwischendurch hatte ich irgendwie so von oben her und immer von weitem, ich sah Bilder, einfach von der Vogelperspektive her und von weitem ein Mann und irgendwie, ich kam einfach nicht, wie soll ich sagen, mir war nicht bewusst, was diese Szene soll.
Und dann am anderen Tag holten sie mich für ein MRI und da sah ich diesen Mann und hatte ich kein gutes Gefühl. Komisch, ich kenne den gar nicht, aber ich habe ganz ein komisches Gefühl. Und dann holten sie mich ab und hatten die Aufnahmen gemacht, war nichts gebrochen. Und sie hatten auch gesagt, dass ich wirklich sehr Glück gehabt habe bei diesem Aufprall, dass nichts gebrochen ist. Und dann kam wieder meine Mutter und sagte, schau, diese da. Und ich weiß nicht, aber irgendwie ist er mir total unsympathisch. Und dann sagte sie, ja, der hat erzählt, als sie mir da die Narbe zuneigten, hätte ich richtig aggressiv reagiert. Sie sollen mich alle in Ruhe lassen und sollen mich gehen lassen und ich wäre da richtig aufbrausend gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, na, das könnte noch passen. Ja, einfach solche Geschichten. Aber ja, und dann 2 Tage später kam ich auf die normale Station und dann kam eine Krankenschwester zu mir und sagte, jetzt gehen wir mal ein paar Schritte. Und da habe ich gedacht, wie geht das? Da habe ich mich ernsthaft gefragt, wie geht das Laufen? Weil der Körper, der war irgendwie nicht mein Körper. Dann bin ich langsam gelaufen, also wirklich sehr, sehr langsam und dachte, okay, ein Schritt nach dem anderen. Aber ich begriff nicht, was da wirklich passiert war. Und dann war ich sehr müde. Ich war immer sehr, sehr müde. Nach einer Woche kam ich dann nach Hause. Und auch da, ich schlief den ganzen Tag. 5 Minuten zu Fuß, dann wieder schlafen. Und irgendwie passte das nicht zusammen. Meine Seele oder mein Geist war schneller, weil ich hatte auch, wie sagt man, eine sehr schnelle Auffassungsvermögen, aber der Körper hinkte wie hinten nach. Und mir war wirklich nie bewusst, was das eigentlich ist, was das soll. Und da hatte ich auch, in der Nacht hatte ich auch so ein Erlebnis. Ich sah dann plötzlich, ich schaute nach hinten, sah ich im Dunkeln so 3 Gestalten. Und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich hatte wie Angst. Ich sagte, nein, das möchte ich nicht. Dann schlief ich wieder ein und ich hörte auch Stimmen. Ich sagte, nein, ich möchte das nicht, das macht mir Angst. Und dann, ja, dann war das einfach so und ich hatte wirklich ein halbes Jahr lang auch sehr Schwierigkeiten, mich da irgendwie einzugewöhnen. Nur mit 20 Jahren kommt man ja nicht auf die Idee, dass man eine Nahtoderfahrung gehabt hat. Dieses Gefühl, das Sie hatten, dass der Geist immer schneller ist als der Körper, ja. Hat sich das mit der Zeit gelegt? Nicht wirklich, weil ich bekam immer mehr Schmerzen. Man muss sich vorstellen, dieser Aufprall. Ich fuhr ja schon 90 Kilometer pro Stunde und die Person 100, das ist ja 180 in eine Wand hinein, oder? Und ich denke auch, ich durfte auch diese Nahtoderfahrung machen, in dem Sinn, ich erlebte den Unfall nicht bewusst. Man erzählt ja, wenn man etwas bewusst erlebt, dass man durch den Schock stirbt. Und ich war ja dann weg. Nur der Körper, der bleibt. Und die Schmerzen auch, oder? Und ich hatte lange, lange Mühe. Ich musste auch viel zur Therapie und so, dass das eigentlich eine Einheit sein soll. Ich hatte bis vor 5 Jahren, mir wurde das gar nicht bewusst geworden. Sie haben in der Folge ganz besondere Wahrnehmungsfähigkeiten entwickelt. Können Sie diese beschreiben? Wie schon erwähnt, ich war 20 Jahre alt und ich war schon immer sehr ein empathischer Mensch. Nur es kam alles noch intensiver. Ja, als erstes
Gefühle, Gefühle von anderen Menschen oder auch Schmerzen. Fühle ich das selber auch an mir? Ein Beispiel ist, ich hatte 2-3 Tage lang Knieschmerzen. Ich dachte, ich muss jetzt bald zum Arzt. Dann habe ich so gedacht, jetzt rufe ich mal meinen guten Freund an, wie es ihm geht. Und er hat mir dann gesagt, er ist im Spital und das linke Knie sei jetzt wieder operiert worden, weil er eine schwere Infektion bekommen hatte. Da waren meine Knieschmerzen weg. Da habe ich gedacht, okay, muss ich nicht mehr zum Arzt. Ich habe ihn quasi gespürt, diese Schmerzen von ihm. Was ich auch sehr stark fühle, durch meine Empathie, ob es jemandem gut oder schlecht geht. Kann mir jemand sagen, es geht mir sehr gut und ich weiß, nein, das stimmt nicht. Spüre ich zum Teil auch die Psyche oder physisch. Was ich noch habe, ist das Hellhören. Da habe ich einmal ein sehr schönes Beispiel gehabt, morgens um 5 Uhr habe ich plötzlich eine Melodie gehört, so ein Chor. Und dann habe ich das Licht angemacht, auf die Uhr geschaut und war wach. Ich höre es immer noch. Habe das Fenster aufgemacht, um zu schauen, ob da jemand Radio hört. War auch nichts. Und dann bin ich da hingesessen, habe dann zugehört und es war wunderschön. Und so ein Engelchor. Und das war ein so schönes Gefühl. Ich hatte auch keine Angst. Ich hatte früher auch immer Angst von, oh, ja, nicht solche Geschichten bitte. Aber ich war in diesem Moment war ich bereit für das und es war wirklich wunderschön. Und sie sagen immer Savent, Savent, Savent. Und plötzlich hörte ich das nicht mehr und dann ging ich dann im Buch nachschauen, was Savent bedeutet, das ist französisches Wissen. Und das gab mir eigentlich eine schöne Bestätigung, warum dass ich zum Teil einfach Sachen weiß. Das ist das Hellwissen. Und ja, gab es mir eine, okay, dann ist es so, nehme ich das an. Das Hellsehen, ich dachte immer, Hellsehen bedeutet, in die Zukunft schauen zu können. Kann ich zum Teil auch mit meinen Visionen, aber das Hellsehen, ich sehe zum Teil, bekomme ich Bilder für Leute, Botschaften. Ein Beispiel ist, ich habe da beim guten Freund die Hand auf seinem Rücken gehalten, habe da ein kleiner Junge gesehen auf der Schaukel, so frisch und fröhlich schaukeln, so, wie sagt man, Freiheit. Dann habe ich aber gewusst, okay, das sind eigentlich die positiven Bilder. Eigentlich ist es ja nicht so. Er fühlte sich als Kind nicht frei. Aber ich habe ihm dann gesagt, hey, schau, ich habe dieses Bild für dich. Dieser kleine Junge auf dieser Schaukel und er lachte und er war wirklich frei. Und somit konnte er damit etwas anfangen, okay, ich bekomme schon die positiven Bilder. Und das Hellriechen, ich rieche zum Teil die geistige Welt. Ich kann im Keller unten sein und dann plötzlich rieche ich voller Rosenduft oder Blumen. Und so zeigt sich die geistige Welt auch. Und ein lustiges Beispiel ist, ich wurde bei meiner Freundin eingeladen zum Geburtstagsfest. Und bevor ich abgefahren bin, also ihre Eltern sind ja beide tot, habe ich gesagt, okay, wenn ihr dann da seid, gebt mir ein gutes Zeichen, damit wirklich ein gutes Zeichen, dass ihr das seid. Ich bin da losgefahren und dann hatte sie da ein schönes Buffet mit Aufschnitt und Brot. Ich bin neben ihr gesessen und dann habe ich gedacht, Mensch, wieso riecht es hier nach Käsefondue? Ich so, du, riechst du auch Käsefondue? Und sie, ja, das ist ja fantastisch, was ist denn das? Und dann sagte sie, Mensch Beatrix, mein Vater hasste Käsefondue. Und dann haben wir gelacht und gesagt, okay, das ist er. Und so konnte ich dann anfangen, einen Jenseitskontakt machen mit ihrem Vater. Und ja, es war noch ein lustiger Abend. Und so zeigt sich auch die geistige Welt bei mir. Das Hellwissen,
wie schon erwähnt, dass man weiß einfach Dinge. Ich kann Gespräche anfangen, dann kann ich über Sachen erzählen, ich habe das gar nicht gelesen, also es kommt einfach. Ja. Kann man sagen, dass Sie in diesem Sinne mit geistigen Wesen so in Verbindung sind, die Ihnen diese Beispiele oder diese Zeichen geben? Ja. Wenn man das weiß, ja. Ich wusste ja lange auch nicht, was das ist, oder? Aber wenn man das wirklich dann weiß, dann ist das ja eine gute Sache auch für die anderen Leute, die ich dann weiterhelfen kann. Wie haben diese Fähigkeiten Ihr Leben beeinflusst? Seit dem Unfall hatte ich jetzt 20 Jahre Zeit, auch meine Lebenserfahrungen gemacht und ich bin jetzt wirklich bereit und ich habe auch das Vertrauen dazu, dass die Geschichten oder die Sachen, die ich fühle, sehe, dass ich das auch den Leuten weitergeben kann. Und somit stehe ich jetzt zu meinen Begabungen, wie auch immer. Ich habe auch keine Angst mehr. Und somit helfe ich den Leuten mit Jenseitskontakten oder medialen Beratungen, mit all den Sinnen, die ich da habe und immer mit einer Prise Humor noch und einer Leichtigkeit in die Geschichten hineinlegen. Frau Antonia, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.